Jo, hallo und herzlich willkommen heute zum Thema erneuerbare Energien machen den Strom teuer? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Der Sache wollte ich mal nachgehen. Die einen sagen, Mensch, das wird ja alles viel, viel teurer durch die erneuerbaren Energien. Und die anderen sagen, ja, die fossile Geschichte und Atomstrom und Kohlestrom, das ist natürlich die Lösung, brauchen wir hinten raus. Aber ist es wirklich so, dass erneuerbare Energien den Strom teurer oder vielleicht auch billiger machen? Da bin ich mal nachgekommen und bin da hier auf die Seite energy-charts.info mal gegangen und dort hast du die komplette Übersicht über das Jahr in dem Fall. Ich habe jetzt einfach mal angefangen, Jahr 2023. Alles, was grün ist hier drinne, siehst du, das ist alles der erneuerbare Strom in dem Fall. Hier unten, alles, was grau ist der normale Strom aus den normalen Kraftwerken, also Kohle, Gas und Atom. Aber Atom wurde ja abgeschaltet, das sehen wir ja hier unten. Am 15.04. 6 Uhr war dann wirklich Ende gewesen. Der Atomstrom fiel dann in Deutschland weg. Es waren damals noch 2,6 Gigawatt. Das ist weg. Das Grüne, alles erneuerbar. Das Graue hier unten ist in dem Fall der konventionelle Strom. Und hier in der Mitte, dieses orange, rote, das ist eben so der Strompreisverlauf über das Jahr. Sinnvoll ist es vielleicht, wir gehen jetzt einfach mal rein, sagen wir mal, wir gehen jetzt mal in den Monat, wir fangen mal an, sagen wir mal, wir gehen in den Juli. Wir gehen mal in den Juli rein. Und dort sehen wir, dass es hier natürlich so ist, wir haben relativ wenig Kohlestrom oder irgendwelchen anderen Strom, der jetzt konventionell erzeugt worden ist. Und das Grüne ist in dem Fall hier alles ja, Sonnenstrom, Windstrom, Wasserstrom, also die Richtung. Oh, hier ist es sogar mal nach unten gegangen, sehe ich gerade. Wow, wir waren bei minus 150 Euro das Megawatt. Wer weiß, was da passiert ist. Wenn ich jetzt mal hier über diesen Chart so drüber gehe, über diesen Strompreis-Chart, sehen wir ungefähr Preise so zwischen 90 und 100 Euro ungefähr die Megawattstunde. Das ist so im Hochsommer gewesen. Vielleicht sehen wir das noch besser im Dezember. Im Dezember ist ja die Sonne nicht relevant. In dem Fall spielt hauptsächlich die Windenergie rein. Schauen wir mal hier vorne, ist relativ wenig Windenergie. Wir haben hier 40 Gigawatt an konventionellen Strom, hauptsächlich Kohle und Gas und relativ wenig erneuerbare Energien. Was sehen wir hier? Wir haben einen Strompreis von ungefähr 170 Euro pro Megawattstunde. Jetzt schauen wir mal weiter. Dann ist so nach und nach, ist im Dezember, ist mehr Wind aufgekommen. Hier zum Beispiel sind Zeiten drin, 60 Euro die Megawattstunde zum Beispiel. Dann wurde etwas weniger Wind, es ging wieder etwas hoch, aber immer noch nicht dramatisch. Und ab Mitte Dezember haben wir auch so Phasen drin, wo relativ viel Wind ist. Und dann, wo dann auch dementsprechend die Preise sinken. Gucken wir zum Beispiel jetzt mal hier, wir haben zu Weihnachten Preise von 20, 30, 40 Euro die Megawattstunde, fast nichts. Gerade hier 23.12., die sogenannte Gänsebratenspitze, ne, wo dann eben viel, viel Strom verbraucht wird. Billig. Hier über die Feiertage, wir sind sogar im Minusbereich, weil wir viele, viele erneuerbare Energien hatten. Also es wäre, ich denke, falsch anzunehmen, dass die Erneuerbaren den Strom teuer machen. Es ist eher umgekehrt. Die Erneuerbaren machen den Strom erheblich billiger als die konventionellen. Also wichtig ausbauen. Aber jetzt kommt natürlich auch die wichtige Frage. Naja, aber jetzt kommt der Stromspeicher. Die erneuerbaren Energien und die sind ja mit einer Fluktuation unterlegen und dann die Sonne geht ja dann unter und der Wind, der weht nicht und so weiter und so weiter. Verstehe ich alles, ist alles auch logisch. Aber wir dürfen nicht vergessen, in Deutschland werden massiv Stromspeicher ausgebaut und wir haben mittlerweile große Mengen, um Strom zwischenzuspeichern. Und jetzt habe ich jetzt einfach mal die Google-Seite bemüht und schaue einfach mal. Wir haben mittlerweile 7,4 Gigawatt an Speicher installiert. 39 Gigawattstunden können zwischengelagert werden. Also das ist schon richtig ordentlich. Aber natürlich immer noch erheblich zu wenig. Und es wird ja ausgebaut. Jedes Elektroauto, was irgendwann mal ausgemustert wird, wo der Akku vielleicht bis noch 70% Kapazität hat, dieser Akku fliegt dann automatisch rein in ein großes Lager, wird dort angeklemmt und geht dort mit ans Netz. Das ist natürlich eine mega coole Geschichte. Aber da kommt auch die Frage, na ja, Stromspeicher sind ja auch
gefährlich und die brennen ja auch und da ist ja Explosion und das. Schauen wir mal. Gerade bei dieser Suche gab es sogar noch einen Punkt. Welcher Stromspeicher kann nicht brennen? Das ist die eine Seite, ne? Und die andere Seite ist einfach die, wie häufig brennen denn eigentlich PV-Speicher? Naja, die Statistik sagt das eigentlich relativ eindeutig. 130.000 installierte Anlagen 2019. Da gab es 10 Brände. 10 bei 130.000, das ist nichts. Wenn man mal sieht, wie zum Beispiel, wie oft zum Beispiel Benzinautos wegbrennen, ist das gar nichts. Das kannst du echt vergessen. pv-magazine.de. Das wäre so die richtige Seite, wo es viele Sachen gibt. Zum Beispiel die Anzahl der Photovoltaik-Heimspeicher hat sich in den letzten 4 Jahren verfünffacht. Also wir haben 630.000 Speicher letztes Jahr gehabt. Dieses Jahr kommen nochmal ein richtiger Zacken dazu. Also 300.000, ungefähr 300.000 bis 350.000 kamen 2023 an neuen Speichern dazu. Also das ist schon ordentlich. Wir gehen also Richtung 1 Million Speicher, mittlerweile Heimspeicher zu. Und auch die Industrie baut im großen Stil Speicher aus. Und damit wird natürlich ordentlich Kapazität geschaffen. Da schauen wir zum Beispiel jetzt mal hier auch auf pv-magazine.de. Batteriespeicher, Netzstromaggregat im Feldversuch. Also es werden sogar mit Batterien, die so aufgebaut, dass zum Beispiel beim Zusammenbruch des Stromnetzes das Stromnetz neu gestartet werden kann. Zum Beispiel mit einem Batteriespeicher, aber auch teilweise mit Nullstromaggregat, was dann das unterstützen tut, die ganze Geschichte. Aber man kann auch mit einem normalen Batteriespeicher das Netz komplett neu aufbauen. Oder auch hier, Thema Stromnetzausbau, Ladesäule mit 300 kW, mit integrierten Batteriespeicher. Also ich brauche dort gar kein riesengroßes, dickes, fettes Stromnetz dahinter. Ist alles Quatsch. Ne? Diese Ladesäule, die dort ganz bequem, sagen wir mal mit 22 Kilowatt, also ein ganz normaler Hausanschluss. Ne? 22 kW, tu dich schön vollladen und dann kannst du dort mit 300 kW laden. Und dieser Speicher, dieser Stromspeicher kann auch wieder Strom ins Netz zurückspeichern. Und damit hast du eine ganz hervorragende Geschichte. Das Kernkraftwerk in Brockdorf bekommt auch jetzt nochmal 1,6 Gigawatt Stromspeicher. Das geht auch richtig ab. 800 Megawatt Speicher. Und damit kann man schon richtig gewaltig was zwischenspeichern. Bidirektionales Laden, also Elektroautos zum Beispiel, können dann Strom einspeisen ins Haus. Man kann dann zum Beispiel mit dem Elektroauto den Strom übertragen auf den Heimspeicher oder man kann den Strom direkt aus dem Elektroauto ziehen. Also das sind ganz feine Sachen. Hier zum Beispiel wieder großer Stromspeicher von 200 Megawatt fast. Die Batteriespeicher sinken immer weiter, dieses Jahr um 14% gefallen. Hier unten zum Beispiel Kayon, 275 Megawattstunden Batteriespeicher in Niedersachsen und so weiter und so weiter und so weiter. Also es wird immer mehr, es wird immer umfangreicher und wir werden hier einen massiven Zubau haben. Auch die Politik hat jetzt gesagt, okay, Stromspeicher haben Priorität, es wird hier massiv ausgebaut und damit kommen wir auch der Vollversorgung mit erneuerbaren Energien eine ganze Ecke näher. So, nun will ich aber zum Ende kommen. Hier nur ganz kurz, das ist der Januar von 2023. Immer wenn viel erneuerbare Energie da ist, das Grüne ist die erneuerbare Energie, gehen die Strompreise in den Keller. Ist wenig erneuerbare Energie da, dann gehen die Strompreise dementsprechend hoch. Also ganz klare Sache, erneuerbare Energien machen den Strom erheblich billiger, als wenn viel Fossile da sind. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Es war nicht zu langatmig gewesen. Und ja, lass einen Daumen hoch da, ein Abo, wenn du möchtest. Und dann bis zum nächsten Mal.